Interessiert sich der deutsche Wähler, die deutsche Wählerin einfach nicht dafür? Ja, offensichtlich schon. Denn wir konnten uns verdoppeln. Es ist ein historischer Wahlsieg und das müssen wir einfach mal so stehen lassen. Ich halte das für eine absolute Frechheit, was hier aufgefahren wird, einfach weiter zur Diffamierung der Alternative für Deutschland. Und dementsprechend weise ich das zurück. Sie haben sich verdoppelt, das stimmt. Sie sind allerdings seit dem Ende der Ampel in den Umfragen stabil geblieben, trotz der massiven Wahlkampfhilfe aus dem Ausland. Sie haben mit Elon Musk geredet. Viktor Orban hat Sie wie einen Staatsgast empfangen. Herbert Kickl Maurer aus Ihrer Wohngegend. Alle haben Sie unterstützt. In den Stimmen ist das bei 0,0% Zusatz angekommen. Interessiert sich der deutsche Wähler, die deutsche Wählerin einfach nicht dafür, was die Leute aus dem Ausland ihm empfehlen, oder woran liegt das? Ja, offensichtlich schon. Denn wir konnten uns verdoppeln. Es ist ein historischer Wahlsieg und das müssen wir einfach mal so stehen lassen. Und da so, wie Sie das gerade geframed haben, das ist eine pure Annahme, das ist rein hypothetisch und dementsprechend werde ich das auch nicht weiter kommentieren. Man muss ja vielleicht ergänzend sagen, Herr Sternberg, wie fällt dann Ihre Diagnose bei der CDU aus, die ja laut Umfragen sogar gefallen ist? Wozu hat dann Friedrich Merz Wahlkampf gemacht? Da war ja das Ziel 30+ und das ist auch grandios gescheitert. Also von daher kann ich Frau Weidel nur recht geben. Es hat erstens auch dazu beigetragen, und ich fand diese Treffen auch mit G.D. Vance von Frau Weidel und auch mit Viktor Orban dahingehend gut, weil sie uns ja immer auch in die Ecke gestellt hatten, wir wären isoliert, auch im Ausland. Und genau dieser Eindruck ist nicht vorhanden, nicht bloß der Eindruck. Im Gegenteil, wir sind ernstzunehmende Gesprächspartner und genau das wird auch unsere weitere außenpolitische Zielsetzung sein, dass wir mit allen Ländern in der Welt, auch Europa, reden, auch Kanäle offen halten. Ich denke, das wünsche ich im Übrigen auch der Wähler und zeigt ja auch, dass dieser diplomatische Weg gerade aktuell hinsichtlich des Ukraine-Kriegs genau der richtige ist, dass man endlich zu Friedenslösungen kommt. Und von daher werden wir auch unseren Anteil leisten mit unseren Partnern und auch den Regierungen, gewählten Regierungen anderer Länder natürlich Kontakte aufrechtzuerhalten. Vielleicht noch mal anschließend, wenn Sie erlauben, möchte ich mit einer Befürchtung anknüpfen, so wie sich das gestern in der Berliner Runde dargestellt hat. Friedrich Merz hat dort proklamiert, dass er sich unabhängig von den USA machen möchte. Er hat Elon Musk mit Putin verglichen. Also das sind alles schon erhebliche rhetorische Schwergeschütze gegen unseren US-amerikanischen Partner. Dabei muss doch gelten, vor allen Dingen für Deutschland, dass wir sehr gute Beziehungen mit unseren Partnern haben. Und wir als Alternative für Deutschland, wir stehen für einen sehr guten Dialog, für einen partnerschaftlichen Dialog mit den USA, mit Russland, mit der Ukraine, mit der Volksrepublik China und vor allen Dingen, Sie haben es ja gerade dankenswerterweise, haben Sie es erwähnt, mit unseren Nachbarnstaaten, mit Ungarn, mit der Schweiz, mit Österreich. Es ist sehr wichtig, dass wir zu einem guten Dialog zurückfinden, denn lassen Sie es mich ganz klar sagen, uns nimmt international Deutschland nimmt niemand mehr ernst. Und das liegt daran, weil wir in den letzten Jahren leichtgewichtige Regierungen gehabt haben. Niemand nimmt uns mehr ernst auf dem internationalen Parkett. Darum sitzen wir auch nirgendwo mehr am Verhandlungstisch. Und wir sind dafür angetreten, das zu ändern. Wir sind Ansprechpartner für unsere ausländischen, für unsere internationalen Partner auf dem internationalen Parkett. Und wir wollen und wir werden am Verhandlungstisch sitzen, so oder so. Denn diese Regierung, so wie sie geformt wird, wird auch niemand ernst nehmen. Und vor allen Dingen wollen wir eins, wir wollen Frieden in der Ukraine, für die Ukrainer und für die Russen. Und vor allen Dingen wollen wir ein sehr gutes Verhältnis zu der Trump-Administration, die einen hervorragenden Job macht. Goedemorgen, een vraag aus den Niederlanden. Ich möchte gerne wissen von Ihnen, Frau Weidel, was Sie von der illegalen Finanzierung aus dem Ausland halten. Also Sie haben eine 2 Millionen Spende über den österreichischen FPÖ-Funktionär bekommen. Wurde damit vielleicht auch Ihr Wahlkampf begünstigt aus dem Ausland? Wir haben keine illegale Spende erhalten.
Und der Spender, ein Österreicher, hat uns versichert, dass die Spende aus seinem Vermögen stammt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mit illegalen Spenden wird ja schon seit Jahren gegen die Alternative für Deutschland gearbeitet. Ich halte das für eine absolute Frechheit, was hier aufgefahren wird, einfach weiter zur Diffamierung der Alternative für Deutschland. Und dementsprechend weise ich das zurück. Es ist alles legal finanziert, natürlich. Schauen Sie sich doch die anderen Parteien an. Das ist purer Lobbyismus und teilweise ist es auch, geht es an den Rand der Korruption, was dort praktiziert wird. Gerne auch mal die Frage an die anderen Parteien, die da wirklich millionenschwer unterstützt werden. Sie haben gerade die mitteldeutschen Ministerpräsidenten quasi geschlossen zum Rücktritt aufgefordert, weil sich die Mehrheiten im Osten geändert hätten. Können Sie das bitte noch mal ausführen? Wen meinen Sie da konkret und warum sind Sie der Ansicht, dass das Bundestagswahlergebnis auf Landesebene einen Ministerpräsidentenwechsel zur Folge haben sollte? Naja, als allererstes habe ich es Ihnen ja begründet. Ich meine, da kann man ja die Frage zurückstellen, 2017 war es ein Grund für Herrn Tillich zurückzutreten, weil man eben in Sachsen so stark eingebrochen ist. Jetzt ist die CDU noch stärker eingebrochen. Wir sind deutlich stärkste Kraft, teilweise mit absoluten Mehrheiten die Wahlkreise gewonnen. Also ich meine, damit will ich auch sagen, was in Thüringen, auch in Sachsen passiert ist, dass Regierungen gebildet wurden mit Wahlverlierern. Das ist im Übrigen genau das Ergebnis, was der Wähler eben nicht sehen will. Wenn man die AfD weiter ausgrenzt, wenn man diese Brandmauer aufbaut. Und man sollte sich auch wirklich überlegen, auch für Friedrich Merz. Ich meine, wir sind gesamtdeutsche Partei, wir sind Volkspartei mittlerweile geworden. Will man den Osten insgesamt, und man braucht sich ja bloß die gesamtdeutsche Karte anschauen, will man ihm weiter diese Spaltung vorantreiben, zu sagen, wir reden mit der AfD nicht. Ich meine, wir tun das im Osten bereits in vielen kommunalen Parlamenten, auch im Landesparlament, wo wir natürlich mit der CDU reden. Also wie lange will man eigentlich dieses Monstrum aufrechterhalten, diese Brandmauer, die gebaut wurde, weiter die Bevölkerung spalten? Ich denke, wir stehen vor riesigen Herausforderungen, vor riesigen Aufgaben in Deutschland. Da braucht es eigentlich auch stabile Mehrheiten, im Übrigen auch mit der Opposition, auch über Themen zu diskutieren, zu streiten. Ich habe es gerade gesagt, wir haben in den Wahlkampf viele Themen hineingebracht, die andere Parteien, die CDU auch in der Migration 1:1 von uns übernommen hat, raubkopiert hat. Und das erwarte ich jetzt auch von den ostdeutschen Ministerpräsidenten. Wir haben in Sachsen eine Minderheitsregierung von CDU und SPD. Herr Kretschmann muss sich sehr wohl überlegen, für wen er eigentlich noch Politik machen will oder ob er weiter die Wähler beschimpft oder ausgrenzt. Das ist der Punkt. Und dieses Gesprächsangebot, das haben wir auch gestern deutlich gemacht, den gibt es von uns. Wir reden mit allen. Wir schließen niemand aus, weil wir wollen Deutschland wieder vom Moralweltmeister zum Exportweltmeister machen. Ich lasse mir doch nicht von einem amerikanischen Vizepräsidenten sagen, mit wem ich hier in Deutschland zu sprechen habe. And my personal view and my willing is still and remains to deliver. Wir würden von Russland nicht mehr als neutral wahrgenommen. Nein, Frau Weidel, wir sind nicht neutral. Wir stehen nicht dazwischen. Wir sind auf der Seite der Ukraine. Wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen und ihm gesagt werden. Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die... Ich bin dafür, dass wir eine Impfpflicht faktisch durchsetzen. So, und faktisch durchsetzen heißt 2G. Ganz konsequent 2G. Jetzt wirklich konsequent gegen diese Corona-Leugner und Impfgegner mal etwas unternehmen. Es ist jetzt gut mit Toleranz.